In diesem Video zeige ich euch alle Bereiche der Landschaft, welche Artikel wo verwendet wurden und wie ich es gemacht habe, dass schlussendlich dieses Ergebnis herauskam. Möchtet ihr etwas über die Technik erfahren, klickt doch oben rechts auf den Link, dann werdet ihr weitergeleitet. Aber nun zur Landschaft gleich nach dem Intro. Ja, hallo und vielen Dank, dass ihr zuschaut. Hier zum Teil 2 über die Entstehung meiner Anlage. Diesmal zum Thema Landschaft. Da das Video eher wieder etwas länger geworden ist, habe ich unten Sprungmarken eingefügt. Da könnt ihr euch direkt zum Thema durchklicken, was euch interessiert. Freue mich natürlich auch, wenn ihr das ganze Video schaut. Ja, was war das Ziel? Bevor ich zur eigentlichen Landschaft etwas sage, sind auch für mich wieder einige Grundsätze einzuhalten gewesen, damit es für mich selber dann stimmt. Und das ist zum Beispiel eben eine kompakte Anlage, wo ich dann die Landschaft etappenweise fertigstellen kann. Ich wollte von Anfang an bei der Detaillierung einen Schritt weiter gehen können als bei der alten Anlage. Deshalb musste ich mir selber sagen, dass ich mir zu viel Druck auferlegt hätte, wäre die Anlage größer geworden mit dem ständigen Wissen im Hinterkopf, was alles noch vor einem liegt. Natürlich ist das Bauen ja eine interessante Geschichte, aber ich möchte doch auch das Ende sehen können. Also ja, jeder muss das für sich selber bestimmen können, für mich war es jedenfalls der richtige Weg. Dann war ja die Frage zum Anlagenthema. Für mich ist und bleibt das Weinanbaugebiet zwischen Lausanne und Vevey in der Schweiz, genauer gesagt das Lavaux, eine fantastische Umgebung, in der ich mich gerne aufhalte und für mich ein Anlagenthema ist, das wie gesetzt ist, und es ist sicher mal ein nicht alltägliches Vorbild dafür. Es sollte ein Städtchen im französischen respektive westschweizerischen Stil am Berghang entstehen, welches auch zulässt, dass aus touristischen Gründen oder einfach, weil es ein Umsteigepunkt ist, auch Züge halten, für die das Städtchen halt zu klein wäre. Es sollen Weinberge gepflanzt werden, wie bei der alten Anlage, und es soll sich im Herbst abspielen, wie auf der alten Anlage bei mir. Also da bin ich mir definitiv treu geblieben. Der Stadt respektive dem Bahnhof wollte ich einen wohlklingenden Namen geben und habe da ein Kunstwort kreiert. So heißt das Örtchen nun Arléans und leitet sich aus Orléans und Arles ab, hat aber damit eigentlich nichts zu tun. Denn es ist ja auch eine fiktive Stadt und hat kein konkretes Vorbild. Ich erlaube mir grundsätzlich Narrenfreiheit, was ich hier umsetze. Es soll aber in der Grenzregion Schweiz-Frankreich angesiedelt sein können und das natürlich dann auch mit der Zugzusammenstellung einigermaßen passen. So, nach einem kleinen Exkurs in die Westschweiz sind wir nun wieder hier zurück auf meiner Anlage. Das Thema Gleise, Schottern und Rosten. Vorweg, die Gleise rosten, das würde ich heute definitiv vor dem Schottern. Das habe ich erst nicht gemacht. Und zwar, man kann ja nachträglich mit Airbrush immer noch einen zweiten Schritt, eine zweite Farbschicht über den Schotter darüber legen, um so ein bisschen die Schmutzablagerungen zu kontrollieren. Der Grund ist, es war für mich etwas schwierig, gleichmäßig mit Airbrush lediglich die Schienen zu kolorieren. Man sieht halt den Strahl fast nicht, weil es ist irgendwo so braun und alles drumherum ist auch ein bisschen dunkel. Und
so färbt man halt alles drumherum auch ein bisschen zu fest mit ein. Also darum eigentlich nur die Schienen und anschließend schottern. Das Schottern habe ich nie gefilmt, weswegen ich es hier einfach nochmal illustriert habe. Ich habe vor dem Airbrushen, bei welchem ich die Farbe Tamiya XF72 verwende, mit einem schwarzen Edding die Seiten der Schienen eingefärbt, so dass mal die blanke Schiene grundsätzlich weg ist. Dann eben würde ich jetzt mit Airbrush darüber. Anschließend habe ich dann die Lauffläche mit einem Poliertuch mit feiner Körnung wieder blank geputzt. Okay, das könnte man dann auch ganz am Schluss. Den Schotter habe ich von Coemo. Ich würde heute diesen doch einen Ticken heller nehmen, da er anschließend mit Airbrush das Ganze doch noch ein bisschen dunkler wird. Ich habe auch die Schotterhilfe und den Kleber von Coemo genommen, da ich so hoffentlich nichts falsch machen konnte. Ich muss auch sagen, das funktioniert wirklich alles sehr gut und der Kleber ist genau richtig, da er matt bleibt, sauber aushärtet und trotzdem elastisch bleibt und so die Schallbrücke minimiert. Vor dem Kleben mit der feinen Nadel habe ich den Schotter zuerst mit einem Wasserspray indirekt eingenässt, um diesen nicht wieder zu verschieben durch die Leimgemischtropfen. Indirekt heißt, es ein bisschen nieseln zu lassen und nicht mit dem Spray alles direkt wegzupusten. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kleber von Coemo einen Zusatz enthält, der die Oberflächenspannung des Gemisches etwas entschärft, so wie Spüli halt. Es hat sich zumindest so angefühlt, also wirklich alles in allem ein sehr gutes Produkt, zumal der Schotter wirklich sensationell ausschaut. Der Unterbau für die Landschaft ist aus Holz, häufig auch aus Resten zusammengeklebt oder geschraubt. Es sollen genügend Auflagepunkte für das nachher folgende Fliegengitter vorhanden sein. Das Aluminiumfliegengitter habe ich aus dem Baumarkt und schneide dieses in sinnvoll große Stücke und verklebe es mit Heißleim. Die Fliegengitterstücke dürfen sich auch gerne überlappen. Anschließend wird alles mit Gipsbinden, so 2 bis 3 Lagen, überdeckt. Wo zum Beispiel Felsgestaltung notwendig war, kam dann auch noch eine Schicht angemischter Gips dazu, welcher bereits etwas vorkoloriert war und auch in eine Felsstruktur gebracht wurde. Also er sollte dazu nicht zu flüssig sein, der Gips. Die Felsen entstehen wie bei den meisten von euch, indem es mit verschiedenen der gewünschten Farben wie Grau oder Braun eingefärbt wird und ein Washing mit dunkler Farbe aufgetragen wird. Ich nehme da ganz normale Wasserfarbe in verdünnter Form. Diesen Schritt habe ich hier aber weggelassen. Zu guter Letzt wird es mit der sogenannten Graniermethode geweißelt. Granieren heißt, ich nehme einen borstigen Pinsel, tupfe ihn in weiße oder hellgraue Farbe und streiche ihn so lange ab, bis fast keine Farbe mehr abgeht. Dann über den Fels streichen. An den exponierten Stellen bleibt dann etwas Restfarbe zurück und verleiht der Sache den entsprechenden Look und die Tiefenwirkung. Gewisse Landschaftsteile, also ja eigentlich alle, mussten ja abnehmbar gestaltet werden, damit sie bei einem Umzug nicht im Wege sind. Wenn sie nur aufliegen, kann es ja sein, dass sich dies nicht spaltfrei realisieren lässt. Also wäre entweder Schrauben eine Möglichkeit oder in meinem Falle habe ich es mit Magneten gelöst. Zuerst anfänglich mit Flachmagneten, bin ich dann aber sehr schnell auf Stabmagnete ausgewichen, da ersteres sich schlecht im Holz befestigen ließ. Die Kraft war zu stark von diesen Neodym-Magneten und hat sämtliche Bemühungen des Leims, diese zurückzuhalten, zunichte gemacht.
Die Stabmagnete haben in der identischen Länge wie die Holzstärke mehr Reibungswiderstand und bleiben so in Position. Meine sind Neodym-Magnete von supermagnete.ch. Man sollte eine geeignete Stelle suchen, dort wo zum Beispiel auch ein sichtbarer Übergang sein wird, also eine Stützmauer oder dergleichen trifft auf den Boden. Und nicht hauptsächlich in der Mitte der Teile oder so. So wird das Anlageteil dann auch dort ordentlich angedrückt, wo es sein muss. Zur Positionierung der Magnete bringt man einfach das Teil in seine gewünschte Position und befestigt es mit Schraubzwingen oder dergleichen. Man kann es provisorisch natürlich auch festschrauben. Die Schrauben entfernt man ja anschließend dann wieder. Sobald sich das Teil nicht mehr verschieben kann, bohrt man durch die beiden Teile durch, welche nachher die Magnete enthalten sollen. Also das muss ja auf beiden Teilen passieren, also dem abnehmbaren sowohl auch dem festen Teil. Anschließend wird das abnehmbare Teil wieder weggenommen und jetzt können die Magnete in die gebohrten Löcher eingesetzt werden. Da ist natürlich einfach wichtig, auf die Polarisierung der Neodym-Magnete zu achten, sonst schwebt euch das Teil dann wie ein Raumschiff über die Anlage. Nein, Scherz, es fällt natürlich runter. Nach dem Auskleiden des Seegrundes mit Aluminiumfliegengitter und Gipsbinden habe ich den Seegrund mit etwas Kies und einigen Ästen ausgestattet und auch mal was Exotisches reingelegt, zum Beispiel ein Fahrrad. Und anschließend habe ich alles mit Wasserfarben, grün, grau, braun gestrichen, so wie es einem halt lieb ist. Und nicht blau, es ist ja kein Pool. Und jetzt kommen die noch Waterdrops zum Einsatz. Ich habe damit in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht, also mit dem Endergebnis. Das Verarbeiten ist nämlich eine ganz andere Sache. Um den See respektive Fluss in dieser Größenordnung zu befüllen, braucht man etwa 5 Packungen Waterdrops à 250 Gramm. Ich habe ausschließlich die transparenten mit der Nummer 60855 genommen. Also keine Färbung eingebracht, da gibt es ja auch farbige Drops davon. Also mal grundsätzlich, gemäß Anleitung kippt man das Ganze in ein hitzebeständiges Gefäß, stellt es für einige 10 Minuten in den Ofen und fertig. Das habe ich anders erlebt. Ich empfehle, geht zum Discounter und kauft euch einen billigen Ofen wie für die Urlaubshütte und eine separate Pfanne, die da reinpasst, weil beides ist nachher ihr wisst, was ich meine. Es dauert erstens relativ lange, bis das alles wirklich flüssig wird und zweitens, die Rauchentwicklung beim Heizen ist gewaltig. Stellt den Ofen also irgendwo nach draußen. Gesund ist es definitiv so oder so nicht. Ich gehe mal davon aus. Macht es also nicht in der Küche oder die Laune eurer Familienmitglieder sinkt rapide. Macht auch einen Knick für den Ausguss in die Pfanne, sollte sie keinen haben. Die Pfanne kann man nachher ja entsorgen. Das wird nichts mehr mit Gemüsedünsten oder so. Man muss auch während dem Vorgang des Erhitzens zwischendurch kräftig umrühren, ist ja so eine Zwei-Komponenten-Geschichte. Dann muss alles gut vorbereitet sein, damit diese Eingießprozedur in möglichst einem Durchgang erledigt werden kann. Ist zwar nicht zwingend, da sich der bereits ausgehärtete See mit Heißluft wieder aufweichen lässt, respektive er sich mit dem darüber fließenden heißen Gemisch wieder verbindet. Man braucht auch ein Heißluftgebläse, um die Flüssigkeit in die Ecken respektive ans Ufer zu pressen. Da ist es dann eine Herausforderung, bereits vorhandene Vegetation nicht abzufackeln, wenn man zum Beispiel Schilf etc. schon gepflanzt hat. Die Wassergeschichte ist also eine der ersten Tätigkeiten, die man einplanen sollte. Korrekturen können dann ebenfalls mit dem Heißluftgebläse gemacht werden. Ein Föhn geht wahrscheinlich eher nicht, der hat zu wenig Power dafür. Die Wellenstruktur kann man dann anschließend mit einem Lötkolben einbringen. Einfach in regelmäßigen Abständen immer wieder drauf tippen. Keine Angst, wenn das etwas zu heftig wird. Erstens kann man mit dem Heißluftgebläse korrigieren, da es wieder verläuft. Und zweitens, es ist auch im ausgehärteten Zustand nicht komplett fest. Wie gesagt,
legt sich die Wellenstruktur etwas mit den Jahren. Bei mir ist es so, dass man es sieht, aber noch lange nicht korrigieren müsste. Das ist aber auch ein Nachteil, wenn man den See nach vorne offen haben möchte. Irgendwann läuft das Ding aus, also man sieht, wie sich die Masse etwas nach vorne drückt, weswegen ich es nach vorne mit einem Plexiglas abgeschlossen habe. Ja, heute würde ich eventuell noch mit Epoxidharz probieren, da ich das in einigen Videos mittlerweile gesehen habe und vermutlich das bessere Ergebnis erzielen kann als das, was ich hier habe. Einfach in Bezug auf die Erstellung, nicht unbedingt das Ergebnis, da bin ich nach wie vor zufrieden damit. Die Straßen mit Pflastersteinen sind folgendermaßen entstanden. Den Straßenverlauf mit einem ca. 1 mm hohen Kartonstreifen als Straßenrand eingrenzen. Dann füllt man die Straßen mit Gips und nimmt einen Spachtel mit der Breite der Straße und fährt dann darüber, bis es eben ist. Also im besten Fall in einem Wisch, ohne abzusetzen. Vorher den Untergrund mit einem Wasserspray etwas anfeuchten. Die Gipsmasse sollte so flüssig sein, dass sie sauber in alle Ecken fließen kann, aber auch nicht zu flüssig, da dann infolge dem vielen Wasser der Schwund zu hoch sein wird. Also es gibt so eine Wanne und man müsste nochmals nachgipsen. Das ist auch nicht empfohlen, weil die Stabilität beeinträchtigt ist für die anschließende Ritzarbeit. Das Ritzen habe ich mit einem Druckminenbleistift gemacht, dem ich vorne eine Nadel ohne ihren Kopf eingesetzt habe. Zuerst habe ich noch die Breite, Länge und Positionierung der Steine genau nachgemessen, aber habe mich dann anschließend auf Handgelenk mal Pi verlassen. Es gibt grundsätzlich dann auch einen viel natürlicheren Touch. Die Maße der Pflastersteine sind natürlich viel zu groß, aber in Originalgröße sind sie erstens schwer herzustellen, also meine Nerven machen es irgendwie nicht mit und der Gips bröckelt dann auch. Und zweitens, es sieht nicht mehr so gut aus. Meine Meinung natürlich. Manchmal darf es eben nicht immer alles in maßstäblich sein, damit es maßstäblich wirkt. Aber eben, das ist Betrachtersache. Der Gips kann natürlich grundsätzlich schon bereits etwas vorkoloriert werden, was ich aber aufgrund der Stabilität hier nicht gemacht habe, denn die Farbe im Gips beeinträchtigt diese etwas. Also gehe ich mit einem dunklen Washing darüber. Ich verwende hier einfach ganz normale aufgelöste Wasserfarbe. Anschließend bringe ich mit den bekannten Farben noch ein bisschen Wärme auf die Straße auf, soll heißen, der Farbton soll an alle anderen Gegenstände ein bisschen angeglichen werden. Also man merkt halt, ob etwas einen kalten Ton hat oder einen warmen und ich bevorzuge halt bei allem etwas diesen wärmeren braunen Ton und ja, unter dem Strich wirkt das sehr gut. Ganz zum Schluss kommt dann wieder diese Graniermethode zum Einsatz. Das heißt, ein bisschen diese weiße Farbe an die Kanten der Pflastersteine bringen. Da diese aber relativ fein sind, ist das ein bisschen schwieriges Unterfangen, weswegen es mehr ein Tupfen statt ein Streichen ist. Die restlichen Straßen habe ich auf verschiedene Arten gestaltet. Die einen habe ich direkt auf das Holz aufgemalt. Soll heißen, ich habe zuerst mit Schleifpapier etwas die Holzmaserung weggeschliffen, dann grau gestrichen und anschließend mit Pigmentfarben auch wieder etwas aufgehellt. Teilweise kann man in dunkleren Grautönen noch Flicken reingeben, das macht das Ganze dann noch ein bisschen interessanter. Auf dem letzten Anlageteil habe ich aber dann mittels Gips als Grundlage die Straßen erstellt. Da habe ich Risse im Asphalt eingeritzt. Ich habe da in den Weinbergen schon oft einige Straßen gesehen, die so wie mittels Platten oder zumindest etappenweise erstellt wurden, was dann diesen Effekt der Abschnitte zeigt. Das habe ich versucht nachzustellen. Auch hier benutze ich zuerst dunkles Washing, um die Struktur der Ritzen ein bisschen hervorzuheben. Diese sollen ja auch etwas dunkel abgesetzt sein. Anschließend dann mit etwas weniger starkem Washing die ganze Straße noch ein bisschen kolorieren.
Ganz zum Schluss wäre dann auch wieder Granieren angesagt, aber auch hier, das ist ein bisschen schwierig oder für mich zumindest, das so mit der Farbe herzustellen, weswegen dann vielleicht auch hier angesagt ist, eher nichts zu machen oder dass man allenfalls mit Pigmentfarben da ein bisschen zugange rückt. Aber auch da sehr, sehr dezent, weil es wirkt sehr schnell als zu viel. Die Bahnsteige oder wie man in der Schweiz sagt, Perrons, habe ich aus Holzstreifen und Gips erstellt. Zuerst habe ich die Holzleisten 2x8 mm mit Heißleim in gleichmäßigem Abstand zu den Schienen aufgeklebt. Ebenso habe ich es beim Ausschnitt zu der Unterführung gemacht. Anschließend dann einfach mit Moltofil gefüllt, so heißt das Zeug, ist glaube ich eben einfach Gips, so das gleiche Material wie ich auch bei den Straßen verwende. Da es dann aufgrund der Höhe etwas Schwund hat, braucht es am Schluss vielleicht nochmals eine kleine Schicht, um eine ebene Oberfläche zu erreichen. Den Gips habe ich vorkoloriert in Grau und anschließend wieder mit meiner Lieblingsfarbe Tamiya XF72 und Airbrush den farblichen Übergang zu den Gleisen etwas hergestellt. Es sollte meiner Meinung nach einfach so sein, dass da, wo Wetter oder die langjährigen Emissionen eine Verschmutzung hergestellt haben, keine farblichen, harten Übergänge vorkommen. Was ich nicht gemacht habe, ist die weiße Abstandslinie. Diese einfach, weil ich damals zu diesem Zeitpunkt für mich keine geeignete Möglichkeit gesehen habe. Es soll ja eine genaue Linie sein, aber trotzdem schon etwas verwaschen und abgeplatzt, sowie der Abstand zu den Gleisen sollten immer identisch sein. Das auch in den Kurven. Nun ja, mir ist nichts Gescheites eingefallen und so habe ich es weggelassen. Dies aus dem Grund, ich bin sowieso so der Meinung, generell besser etwas wegzulassen, wenn es nicht harmonisch integriert werden kann, als dass es zwar technisch korrekt ist, aber deplatziert wirkt. Ja, zu den Mauern. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das erstellen kann. Einerseits gibt es vorgefertigte Mauerplatten, die habe ich auch ein paar wenigen Stellen verwendet. Dann könnte man es mit Gips machen und die gleiche Ritztechnik verwenden wie auch bei den Straßen. Oder wie hier bei den meisten Fällen bei mir, habe ich es mit sogenannten Styrodurplatten gemacht. Styrodurplatten gibt es ja in verschiedenen Stärken und meine waren übrigens grün vor der Kolorierung. Hier habe ich in den meisten Fällen 3 mm Stärke verwendet. Bearbeitet wird es eigentlich mit einem ganz normalen Bleistift, mit dem ich die Vertiefungen anbringen kann. Handelt es sich um, ich sage jetzt mal, geschnittene Steine, die gerade aufeinander liegen, ja, nimmt man halt einen Lineal zur Hand. Handelt es sich um Naturbruchsteinmauern, kann man der ganzen Sache ja freien Lauf lassen. Als gewünscht kann man die einzelnen Steine noch etwas modellieren und in der Tiefe variieren, so dass es nicht so steril aussieht. Die Farbe aufbringen, dann wieder mit Airbrush oder ganz normal über Pinsel. Dann anschließend mit einem dunklen Washing darüber, um der ganzen Sache wieder ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Dann noch granieren und allenfalls mit Pigmentfarbe einzelne Steine farblich etwas von den anderen abheben. Ja, zu den Tunnelportalen. 3 Stück sind es an der Zahl. Das erste habe ich gekauft und zwar das noch Hartschaum-Fertigmodell. Das steht, glaube ich, auch auf jeder zweiten Anlage. Die Stützwand ist wieder aus Styrodur entstanden, welche auf Holz aufgeklebt wurde. Farblich habe ich denn die beiden etwas aneinander angeglichen. Tunnelportal 2 habe ich komplett aus Styrodur gemacht. Ich dachte, ja, das kannst du und dann ist es auch in der Form so, wie ich es mir vorstelle.
Bei Portal 3, also einer Kombination aus Haupt- und Nebenstrecke, habe ich eine Art Betonieren ausgetestet. Also ein Tunnelportal aus Holz, dann Nägel rein als Armierung, diese so einige Millimeter noch rausstehen lassen und anschließend nochmals ein Tunnelportal als Schalung vorne dran. Dann mit vorgefärbtem Gips ausgefüllt. Die Schalung sollte mit der Seite gegen innen, welche möglichst nicht splittert und eine feine Oberfläche hat. Wie man sieht, ist beim Abnehmen der Schalung aber trotzdem etwas weggebrochen. Ich habe das dann aber doch so belassen, weil eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Die Tunnelröhren selbst sind aus Styrodur entstanden und identisch eingefärbt worden wie die Tunnelportale. Untenrum habe ich wieder mit XF72 von Tamiya diese Verschmutzung von unten mit Airbrush leicht auslaufen lassen gegen oben, so dass es eben nicht eine harte Kante wird, sondern eben leicht ausläuft. Ergänzt habe ich das Ganze dann noch mit den weißen Fluchtlinien, welche den Weg zum Ausgang respektive zur nächsten Nische zeigen, sowie Kabeln für die Tunnelbeleuchtung und den Zugfunk. Zum Begrasen habe ich mir selber ein Begrasungsgerät gebaut, da für die Menge eines Kaufen keinen Sinn machte und Mieten irgendwie auch blöd ist, da es ja immer gelegentlich und über Jahre hinweg benötigt wird. Ich weiß nicht mehr, woher ich den Tipp habe, aber einen Fliegenklatschengriff mit entsprechender Elektronik und einem T-Sieb davor bewirkt dasselbe. Also vielleicht nicht wie die Geräte zum Kaufen, aber ja eben, ich hatte nur eine begrenzte Fläche. Ich habe die Fliegenklatsche übrigens dafür gekauft. Für den eigentlichen Zweck finde ich es nicht, sagen wir mal, zeitgemäß. Das sind die Fasern, die ich verwendet habe, je nach Bedarf mehr oder weniger helle, also trockene Fasern dazugemischt oder in einem zweiten Gang dann eingeschossen. Da es sich ja dann eher um ausgetrocknete Herbstwiesen handelt, habe ich zuerst einige Stellen mit so ein bisschen Erde oder Kies noch versehen. Die Büsche sind hauptsächlich aus Hekiflor und Seegrasprodukten von Mini-Natur entstanden. Ja, wie die Reben entstanden sind, wurde schon mal in einem vorangegangenen Video erwähnt, zeige es hier aber der Vollständigkeit halber auch. Das Geäst entsteht aus flexiblen Draht von ca. 0,3 bis 0,5 mm Durchmesser. Nehme dazu 4 Drahtstücke a ca. 1 Meter parallel und verdrille diese mit dem Akkuschrauber. Anschließend werden sie in ca. 1,5 cm lange Stücke geschnitten und oben wieder aufgefriemelt, so dass es dann wieder so aussieht. Sollte der Draht zu wenig verdrillt sein, fällt die Geschichte spätestens hier wieder auseinander. Das Blattwerk der Reben besteht dann wieder aus dem Blätterflor von Heki. Hier nehme ich eine Blätterfarbe, die ich sonst für Büsche nicht verwende, in diesem Falle Herbstgelb. Ziel war auch so, das gelb-grüne Farbkleid der Herbstblätter der Reben nachzubilden. Ich beziehe dann aber nicht eine Rebe nach der anderen, sondern schneide einen Streifen aus dem Blätterflor, ziehe ihn etwas zurecht und stülpe das Ganze in einem Stück über die Reihe. Weil in der Natur sieht das ja auch nicht so aus, als ob das einzelne Pflanzen sind. Ich habe für die Bäume verschiedene Hersteller verwendet, so zum Beispiel sind die Laubbäume für den Wald sowie kleinere Büsche von Mini-Natur, Jordan und Heki. Das sind ja alles beflockte Seegrasäste, also Naturprodukte. Dann habe ich fertige Bäume gekauft von MBR-Modell und Silvias DD. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibungsbox. Gerade letzteres ist cool, da mediterrane Bäume wie Pinien, Zypressen, Palmen und Olivenbäume nicht überall erhältlich sind. Bei den kleinen Palmen auf Verkehrsinseln und am Bahnhof weiß ich leider nicht mehr, woher ich die habe, mal von einer Messe, aber die Packung ist leider nicht mehr vorhanden. Jedenfalls, sie wurden natürlich immer von Menschenhand gepflanzt und sind nur vereinzelt eingesetzt.
Die kleinen Bäume an der Straße vorne habe ich aus verzwirntem Draht und Hegiflor selber erstellt, eigentlich analog den Reben. Diese stellen kein konkretes Vorbild dar. Ja, und ich denke, ihr habt jetzt bei den vergangenen Bildern durchaus auch gesehen, dass das Thema Schweiz, Herbstwald, Weinberge und gleichzeitig Pinien und Palmen nicht unbedingt unrealistisch sein muss. Also eben im Gebiet des Lavo respektive am Genfersee trifft man das durchaus an. Kommen wir nun zu den Gebäuden. Die Ausgangslage war für mich folgende. Die Gebäude sollen einigermaßen realistisch in einen Hang hineingebaut sein und ein Westschweizer respektive französisches Flair verströmen. Anbieter gibt es schon ein paar, aber nie so, dass man davon eine ganze Stadt bauen könnte. Und mir war es noch wichtig, dass der Stil in etwa durchgezogen werden kann, also hätte dies Selbstbau bedeutet. Davor hatte ich aber zu großen Respekt. Da gibt es einige Modellbauer, auch hier bei YouTube, die das perfekt beherrschen, aber ich hätte mir das nicht zugetraut. Als große Herausforderung sah ich das passgenaue und absolut gerade Ausschneiden von Fensteröffnungen. Ich habe mir gesagt, okay, wenn es nur leicht schräg ist, dann sieht man das einfach und es sieht nicht gut aus. Würde ich heute aber nicht mehr so sehen. Aber ja, dann ist mir die Idee gekommen, einen Hersteller von Lasercut-Bausätzen anzuschreiben, ob es möglich wäre, Bausätze, die in H0 schon vorhanden sind, auf N zu schrumpfen. Natürlich mit der Abnahme von einigen Stück. Zu meiner Freude wurde das ohne Probleme umgesetzt und es war halt auch noch so einfach. Das Gebäude bestand ja schon, ich musste nur sagen, welche ich wie viele Male haben wollte. Natürlich war es kein günstiges Unterfangen, aber die Anlage lebt von diesen Gebäuden, weswegen es schon so zentral war, dass man das einfach umsetzen musste. Auch ist der Stil natürlich nicht genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich war froh, überhaupt in einer richtigen Ecke gelandet zu sein. Den Link zum Hersteller findet ihr in der Beschreibung. Ob das aber immer so einfach geht mit dem Reduzieren auf Spur N, kann ich nicht sagen, müsste man halt im Zweifelsfalle fragen. Aber immerhin, einige dieser Gebäude sind jetzt wegen mir im Spur N-Bereich im Shop überhaupt bestellbar. Als ich zwar den ersten Testbausatz mal in den Fingern hatte, dachte ich schon, oh, das ist nicht gut. Es ist ja nur aufgedruckt, es gibt keine Dachziegel in 3D und auch keine Details wie Dachrinnen oder Abläufe. Aber das Gesamtergebnis sieht toll aus und verströmt diesen Charakter, den ich wollte. Ja eben, nicht jetzt genau für die gewünschte Region, aber ich habe mich vollkommen damit angefreundet, also Ziel erreicht. Es gibt aber auch noch ein paar andere Gebäudehersteller auf meiner Anlage, so zum Beispiel MKB, also eigentlich von Minitrix, und MBZ mit der Kirche und dem Güterschuppen. Und zu guter Letzt die Villa im rechten Bereich, die ist von Kibri. Ein paar Tests habe ich auch mit Fassaden von Stangl.eu gemacht. Das ist ein polnischer Hersteller. Die sind halt charakterlich ganz anders, aber ebenfalls wirklich, wirklich schön. Einige Gebäude habe ich aber nicht wie vorgesehen verwenden können, sondern musste sie den Gegebenheiten anpassen, da sie ja in den Berg hineingebaut wurden. So entstanden dann auch aus Resten wieder andere Gebäude. Die Häuser sind alle mit normalen warmweißen 3 mm LEDs ausgerüstet. Die meisten Gebäude haben ja eine Inneneinrichtung und diese sind dann auch entsprechend beleuchtet. Dabei wurden einfach nur gewisse Räume beleuchtet und nicht alle Fenster. Zu den Straßenleuchten. Diese sind bis auf ein paar Ausnahmen von Viessmann. Und ja, das haben ja jetzt schon viele bemerkt, sie sind auf den Fotos einfach viel zu mächtig. Ich wollte ursprünglich die neuen in 3D-Druck erstellten, aber die ließen auf sich warten. Irgendwann glaubte ich nicht mehr daran und wollte natürlich auch vorwärts kommen und somit habe ich dann halt auf die erhältlichen mit LEDs zurückgegriffen. Ich konnte aber doch noch an gewissen Orten die neuen zierlichen verbauen, da sie dann doch noch irgendwann auf den Markt kamen. Aber da hatte ich halt meinen Bedarf schon abgedeckt. Aber jetzt ist es halt so eine Frage. Das warme Licht können die neuen nicht. Somit ist es halt ein Kompromiss, welcher für mich aber eigentlich gar keiner ist.
denn das Gesamtergebnis, dass die ganze Anlage in ein warmes Licht gehüllt wird, gewichte ich in diesem Falle definitiv höher als das absolut perfekte Foto. Für die Straßenbrücke habe ich ja die Fundamente ganz am Anfang beim Seegießen schon eingebaut, ohne zu wissen, wie ich diese dann gestalten werde. Ich habe mich erst später auf die Suche gemacht und bin bei MKB fündig geworden. Die Brücke ist aus 2 Bausätzen des Modells Moderne Stadtbrücke entstanden. Die Längen und Höhen mussten entsprechend den bereits vorhandenen Fundamenten angepasst werden, was aber hier problemlos möglich war, ohne dass es dann komisch aussieht. Die Messinggeländer sind dann aber schlussendlich von Weinert verwendet worden. Damit hatte ich einige Restteile vorrätig, welche ich dann für die andere Straßenbrücke verwendet habe. Die ist dann aus diesen und anderen Resteteilen entstanden. Sterne von einem Weihnachtsschmuck wurden dann ebenfalls noch verwendet. Jetzt sieht es halt aus, als ob die Russen es gebaut haben. Bei der hinteren Bahnbrücke habe ich mich während dem Bau noch umentschlossen und das Holz entfernt und zwecks Abwechslung dann eine Stahlbrücke eingebaut. Diese ist von Hack und die wird ja komplett fertig gebaut geliefert. Ich habe sie dann einfach noch mit Tamiya XF72 etwas gealtert. Die vordere doppelspurige Bahnbrücke blieb dann aber eine Steinbrücke. Das Trasse ist ja die durchgehende Holzplatte über die ganze Breite der Anlage, womit die Brücke sozusagen rangepappt werden musste. Der Vorteil im Vergleich zur Stahlbrücke: Es können keine Knicks am Anfang und Ende der Brücke entstehen, welche einen unschönen Übergang der Schienen erzeugen, wenn das Material über den Lauf der Zeit sich etwas verändert, sprich arbeitet. Ich war immer ein Fan von an Fahrleitung anliegenden Stromabnehmern. Das habe ich bei meiner vorherigen Anlage auch umgesetzt. Das war einerseits aber sehr unterhaltsintensiv und andererseits wurden die Stromabnehmer immer filigraner und gar nicht mehr funktionstüchtig, dass sie überhaupt richtig anliegen könnten. Deswegen habe ich mich entschieden, bei der neuen Anlage die Fahrleitung wegzulassen. Fahrleitungsmasten mussten aber schon her. Aufgrund der Filigranität habe ich mich für N-Train entschieden. Wo soll ich jetzt aber anfangen? Sie sind eben filigran. Der Stecksockel ist ein 3D-Druckteil und extrem anfällig auf gewisse Kräfte. Also komme ich versehentlich etwas ruckartiger an den Masten, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Sockel bricht. Den Ausleger sollte man ebenfalls nicht berühren, also Hut ab, wer damit eine funktionierende Oberleitung hinbekommt. Dann ist es ja so, dass es nicht alle notwendigen Varianten der Fahrleitung von N-Train gibt. Das stört mich persönlich aber auch nicht besonders. Ich habe mir eine Variante Light erbaut. Soll heißen, es hat in optisch vernünftigen Abständen Masten, welche den Ausleger auch auf der richtigen Seite haben in Bezug auf den Fahrleitungszickzack, aber niemals die Radien abdecken könnten und auch keine Logik in Bezug auf die Abspannung der Fahrleitung haben. Die Masten wiederum habe ich unten drum wieder mit etwas Airbrush und Farbe XF72 dem Schmutz angepasst. Signale nach Schweizer Art sind auch noch geplant. Ich habe mir von Kyodo noch ein paar ergattern können. Die müssen dann nur noch mal verbaut werden und angeschlossen. Da muss ich aber noch schauen, wie ich das mache, denn die eigentlichen Signalbausteine für mein CIMO-System müsste ich noch kaufen. Die Signale finde ich trotz ihres Alters von über 20 Jahren immer noch die schönsten jemals produzierten. Insgesamt sind knapp 400 Modellfiguren auf der Anlage platziert, also in und um die Häuser. Der allergrößte Teil sind Preiserlines, da ich diese optisch einfach am schönsten finde. Manchmal wünscht man sich hier und da noch ein paar moderne Figuren, zum Beispiel mit Rollkoffer oder so, aber ja, passt auch so. Ja, kommen wir zu den vielen Ausstattungsdetails, die die Anlage ja auch zu dem machen, was sie ist.
Ich werde jetzt hier nicht groß quatschen, sondern blende einfach ein, was ihr seht, von wem ich das habe. Und ja, dann hören wir uns anschließend wieder. Ja, der Hintergrund, auch ein viel diskutiertes Thema. Ich habe definitiv noch vor, einen Hintergrund zu machen, weiß aber noch nicht, in welchem Umfang. Was sicher verdeckt werden muss, sind natürlich die Gleise dahinter. Viel zu hoch soll er aber auch nicht sein, damit es nicht zu mächtig wirkt, da er ja im Raum steht und nicht direkt an der Wand. Und ob von oben noch eine Beleuchtung her soll oder nicht, ist mir auch noch nicht klar.
Wie aber der Hintergrund aussehen soll, ob eher stilistisch gemalt, wie ich hinter dem See mal angefangen habe, oder ob es ein Bild sein soll, ich tendiere eher zum selbermalen. Es soll definitiv ein fließender Übergang sein, also das sind so die Gedanken, die ich mir momentan mache. Aber ich habe es bewusst bis zum Schluss vertagt, da ich zuerst die Landschaft sehen wollte und den Hintergrund nun dem Vordergrund anpassen kann und nicht umgekehrt. Ehrlich gesagt hatte ich ja bei den wenigsten Dingen im Vorfeld eine Ahnung, wie es schlussendlich wird und somit, was es für eine Wirkung auf mich und die Zuschauer hat. Ich bin aber doch recht zufrieden, auch wenn ich nicht immer alles perfekt finde. Ich finde es wichtig, gewisse Praktiken über die ganze Anlage hinweg durchzuziehen, gerade was die verwendeten Farben, Pflanzen und Gebäude angeht. Es wirkt dann einfach alles harmonischer. Außerdem sollte man darauf achten, nicht allzu viele harte Farbübergänge zu haben, wenn nicht unbedingt ein Neuzustand gezeigt werden soll. Die Meinung ist zum Beispiel, die Farbe des Schotters und der Schienen, also der abgelagerte Dreck, auch auf Bahnsteige usw. In geeignetem Maße dann anzuwenden. Das gilt auch für Häuser und Bürgersteige etc., wo zum Beispiel der Regen die Hauswand jahrelang benässt hat. Man erzeugt einfach einen sanfteren Übergang, welcher angenehmer fürs Auge ist. Aber wie schon mal erwähnt, ist das nur meine Erfahrung oder meine Meinung mit den hier verwendeten Artikeln, welche zum Schluss dieses Ergebnis erzeugen. Ich konnte jedenfalls oft geniale und doch einfache Techniken von vielen tollen YouTube-Kanälen anwenden, auch wenn es nur mal zum Denken anregt. Ich würde heute sicher wieder einige Sachen anders angehen, aber das geht vermutlich allen von euch so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt vielleicht etwas für eure Anlage übernehmen. Ansonsten schreibt doch auch eure Erfahrungen oder auch eure offenen Fragen in die Kommentare. Ich versuche sie dann zu beantworten. Ich danke euch schon mal dafür, auch für einen Daumen nach oben und ein Abo. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.